So, jetzt gibt es den zweiten Teil von meinem LA-Trip und heute erwartet mich was ganz Besonderes, natürlich mal wieder was mit Autos. Und wie ihr seht, habe ich hier schon ein super Line-Up hinter mir. Aber ich würde sagen, wir starten den Tag mal ganz von vorn. So, ich bin jetzt mit dem Andy unterwegs und wir sind jetzt den letzten Tag in LA. Und der letzte Tag, ich würde fast behaupten, es ist der beste Tag, weil wir können jetzt einen von diesen Schnittchen hier mitnehmen und damit noch eine Runde durch LA fahren. Wuhu, ich freue mich. Oh Gott, Leute, ihr müsst mal bewerten, welche Farbe findet ihr schöner? Dieses Grün, das Blau, das Rot hier. Boah, der sieht brutal aus. Oder Orange. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten zur Auswahl steht jetzt auch noch hier einer in so einem Grau-Silber. Mega geil. Wir mussten jetzt gerade lose ziehen, wer welches Auto bekommt. Und das hat die Sophia natürlich gegriffen. Leute, ich hätte ja nicht gedacht, wenn es jetzt hier um Lose geht, dass ich tatsächlich das Auto lose, was ich auch haben wollte. Und zwar den grünen Shelby GT500. Damit fahren wir jetzt durch LA. Woo, woo. Are you happy, Marcus? Marcus is very happy. we had to go for green. Yeah. Because how could you not? I mean, it's got the carbon fiber. I've never seen this color on a Shelby. Gucken wir natürlich auch mal rein. Boah, das sieht schon echt brutal geil aus, die Karre. Und guckt euch mal bitte die Felgen an, komplett aus Carbon. Geiler Sorry Leute, dass ich hier ein bisschen rumfluche, aber ich fühle das gerade so extrem hier. Das wäre auch noch so ein absolutes Spaßauto für mich. Jetzt werdet ihr sehen, wie groß die Jungs zu Kindern werden. Hello, this is Marcus. Hallo, Marcus. Guten Tag. Great, thank you. Dieser Wendekreis von diesem Auto, oh mein Gott. Yeah. So, we got the Shelby in green, baby. Sophia's starting to drive. Marcus is here. We're in a GT500 Shelby. There we go. With the carbon fiber pack. Somebody who will remain nameless was like, "It's good that you let the girl drive first." I was like, "You sexist motherfucker." I know this is a German channel, but right now, I only really know how to say nine and rude words. Oh, Taycan. Oh, hello. Oh, what's going on here? Yeah. But we have got the color of our car is got, yes, it's got to have it green. Gotta have it green. We have to go there? I don't think it matters. And I can tell now that Sophie has a lead foot. Thank you. Yep. Heavy-footed woman. And also, shout out to Andy, who in the back is sitting in the seats, the special seats that they've installed. The seats that they've taken out. Yeah. Also die Motorhaube vorne ist mega groß, das heißt, man hat hier echt keinen guten Ausblick nach vorn. Die Außenspiegel sind super klein und schmal, also das Auto ist nicht gerade sehr übersichtlich. Und was ich gerade festgestellt habe hier im Parkhaus, der Wendekreis ist mega groß. Naja, aber irgendwie werden wir das schon kriegen. Let's do it. Let's do it. Woo. And you can turn right on red. See, he doesn't know that. Also ich fahre jetzt das erste Mal in LA Auto. Oh mein Gott. This is it. Ich habe keine Ahnung. The light is... Yes, you can turn right on red, but you have to be, yeah. Oh mein Gott. How does that feel? I'm scared. I'm scared. I'm really scared. I can't wait until we are into the mountains. So. Also ich muss wirklich sagen, der Verkehr hier in LA ist echt ein bisschen, ja, wenn man es erstmal hier in LA ist, oh Gott. Ich hoffe, das Auto bleibt heile. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg in die Berge, da sieht man sie auch schon. Und ich muss echt sagen, es ist nicht so einfach hier das erste Mal im Verkehr von LA zu fahren, weil das ist einfach was ganz anderes als in Deutschland. Aber jetzt gleich hoffentlich in den Bergstraßen wird es ein bisschen angenehmer. Und da können wir uns auch mal ein bisschen austoben mit dem Schätzchen hier. 10 speed. 10 speed, baby. Oh, this is a nice place to go. So, mal raus aus der Bude hier. How comfortable are the seats? And Well, what, the non-existent back seats? ja, der arme Andy musste jetzt hier drauf sitzen die ganze Zeit. Oh no! Every bump you feel, every bump. Wow, Leute, guckt euch mal diese Aussicht an.
ist der Wahnsinn. Hammer. Richtig schön. Wir machen jetzt noch ein paar geile Bilder hier. Entschuldigung an die Ford-Leute, ich weiß, das ist nicht die Art, wie man ein Auto benutzt. Aber die Art, womit man extrem viel Spaß hat. Yes! Good fun? Yes! So, und wo sich ein paar Sportwagen zusammengesellen, da gesellen sich dann auch gerne noch ein paar andere Sportwagen dazu. Hier ein schöner Huracan Performante. Foliert sieht er aus. Ist, glaube ich, foliert, oder? Ja, ist foliert. Aber sehr geil. Super cool. Auch die ganzen Farbkombinationen hier mit den Autos. Ja, sowas geht hier nur hier. Ein bisschen Donuts machen, die Leute freuen sich alle. Das ist schon cool. Aber wir müssen jetzt so langsam mal weiter. Der hat übrigens 786 PS. Das ist schon echt krass. Also ich muss auch sagen, das Auto ist eine Waffe. Das würde ich jetzt nicht jedem so in die Hand drücken. Der hat noch dieses Track-Package dazu, mir mit dem Carbon-Heckflügel. Dann hat er eine extrem laute Abgasanlage. Und ja, also ich muss echt sagen, ich bin echt verliebt in das Auto. Ich kann das nur immer wiederholen. Ja. Aber it's time to go. My British friends, it's time to go. Let us go. Yeah, let us have some tea. Not in this weather. Not in tea. I need an iced tea. Okay, ja. So, die Jungs sind hier eigentlich ganz froh, glaube ich, dass ich die aus Los Angeles, aus der Innenstadt rausgefahren habe, weil das hat sich irgendwie keiner getraut. Die sind ja auch Linksverkehr hier gewöhnt. Aber ich muss sagen, jetzt haben wir es ja geschafft und die Straße hier, die ist echt super. Hier werden übrigens einige Autos irgendwie heute getestet. Wir haben schon BMW, Porsche, alles Mögliche gesehen. Oh, da kommen noch ein paar kurvige Straßen auf uns zu. Was ihr jetzt seht, sind hier zwei großgeratene kleine Jungs. Two big little guys who wants to play with their toy. Yes, says you. You're the first. I'm the big little girl. Yeah, of course. Der macht jetzt hier ein bisschen Reifen verblasen. Burnouts. Woo! Oh yes! Oh my God! Fucking awesome! Die Jungs flippen voll aus da hinten. Guckt euch das an. Oh Mann. Jetzt ist der liebe Andy an der Reihe. So, und Andy hat so einen ganz speziellen englischen Akzent. Ich verstehe ihn kaum, wenn er spricht, aber spielt keine Rolle. Wir verstehen uns mit Händen und Füßen. Das ist ein richtig cooler Typ. You enjoy it? It's beautiful. It does this. Every car should put a smile on your face, and that's what this does. Ja, ich habe kein Wort verstanden, aber okay. Das sieht doch mal schön aus. Perfektes Line-Up. Ja, hier machen wir jetzt Pause. Oh, es sieht einfach so geil aus. Jetzt fahren wir gleich weiter mit dem Shelby GT 350 und wir essen jetzt hier erstmal ein bisschen was. Und dann geht's wieder zurück zum Airport. Nom, 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 nom. Oh Leute, guckt euch mal das an. Wie cool ist das denn bitte? Oh, wie geil. Oh, wir haben so coole Aufnahmen gemacht. Jetzt geht's wieder zu... So, das ist unser nächstes Gefährt. GT 350 mit tada, Handschaltung und mal richtigen Rücksitzen. Das heißt, der Andy kann sich es gleich bequem machen. Ich kann mir echt beim besten Willen nicht erklären, warum die Außenspiegel so klein sind. Ich meine, zieht euch das mal rein. Man sieht echt gar nichts da drin. Ja, wir sitzen jetzt im Shelby GT 350er und der Wagen hier, wie gerade schon gezeigt,
hat eine Handschaltung, was es aber umso mehr irgendwie attraktiver macht. Es macht echt super Spaß, hier so eine Bergstraße zu fahren mit einem Handschalter. Man kann das schön so zack runterschalten, Gas geben. Oh, der Wagen klingt so gut. Der klingt zwar anders als der GT 500, aber immer noch richtig, richtig gut. Und in Deutschland kriegst du so einen Shelby ja nicht so ohne weiteres. Das ist ja das Problem. Die musst du ja importieren lassen. Ich habe echt Bock auf so ein Auto. Ich habe wirklich, wirklich Bock auf so ein Auto. Leute, ich glaube, das hier ist das Paradies für jeden Autofreak, weil guckt euch das an. An jeder Ecke sind hier solche riesigen Plätze, wo einfach mal nichts ist. Und das schreit doch förmlich nach, na, wonach? Ihr wisst es. Ja, genau, nach Donuts. Hallo. Ich möchte ein Bier. Say it again, please. Deine Mutter schwitzt beim What does this mean? What does it mean? It means your mother sweats when she Ja, ihr merkt, Leute, die bringen sich hier gerade selber über Google wichtige deutsche Sätze bei, die man unbedingt kennen muss. Deine Oma masturbiert I'm stehen. That means your grandma masturbates standing up. Alright. How do you say I'm sorry? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, okay. So, wir sind zurück. Wir haben das Auto wieder in der Tiefgarage geparkt. Guys, what are you saying? What are you saying? Some last words. I think Oh, don't. Please don't. I just Wenn große Jungs ihr Spielzeug wieder zurückgeben müssen. Every time I see a Mustang, I will think of you. Oh, thank you. Thank you very much. Und ich werde mich jetzt auf den Weg zum Flughafen machen. So, ich bin mittlerweile am Flughafen angekommen. Ich meine, Leute, wie geil war das denn bitte, oder? Diese Tour durch LA mit dem Shelby GT 500 und 350. Also für mich der absolute Wahnsinn. Der Verkehr in LA ist erstmal ein bisschen komisch mit klarzukommen, aber dann diese Bergstraße da, der absolute Hammer, oder? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr vom Shelby GT 500 oder 350? Was wäre euer Favorit? Lieber Handschalter oder lieber Automatik? Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!